Mahlzeit. Jetzt habe ich mich gerade wieder selber erwischt und hab's weggeschnitten vorne. Ja, und ich habe eben dreimal dran gedacht, dass ich nicht so sage und es ist doch passiert. Es lebe die Selbstkonditionierung. Ja, jetzt machen wir mal ein kurzes Video über Trader-Level und Trader-Missionen, weil es eigentlich ein Hauptbestandteil ist dieses Spiels. Manche vernachlässigen es. Ich hatte auch schon Teamkollegen, die haben erst nach ein paar Wochen gemerkt, dass es das gibt und dass man dadurch vorankommt. Es ist wahrscheinlich ja nicht ganz so aktuell oder es ist jetzt aktuell, aber es wird in Zukunft nicht mehr so aktuell sein, weil es wurde angekündigt, dass es ein neues Missionssystem geben wird, was ich persönlich begrüßen werde und mich darauf freue. Aber da sind ja manche sicher auch wieder anderer Meinung. Egal, ich gehe mal kurz drauf ein, wie es aktuell läuft und was ich mir so vorstellen kann. Und zwar können wir gucken halt unter Missionen. Das sieht wie folgt aus. Wir haben einmal unsere Trader, die wir auswählen können, für die wir dann Missionen erfüllen, wo wir dann sagen, die wollen wir leveln. Ne? Also zum Beispiel Spectre ist immer ein ganz interessantes Thema, weil ich möchte ja vielleicht auch bessere Waffen kaufen können. Oder Minty, weil ich möchte bessere Rüstungen kaufen können. Jetzt gehe ich einmal kurz über die Trader drüber. Also ein Jiri macht, wie die meisten wahrscheinlich schon wissen oder mittlerweile alle, ist so ein Allround-Händler. Da kriege ich Munition, da kriege ich Medikamente, da kriege ich Essen. Das macht den natürlich sehr attraktiv, weil wenn ich den level, kann ich mir eigentlich den Waffenhändler sparen, mir das Krankenhaus sparen. Und die anderen sind sowieso nur für Sondersachen. Also ich kann im Endeffekt einen Händler leveln und spare mir die zu anderen zwei. Dann haben wir Minty Tactical für Rüstungen und Rucksäcke, das ist auch so ein Thema. Und Visiere Nachtsichtgeräte, ist auch ein großes Thema. Shiro Ammunition macht halt nur Munition. Tabor Hospital macht halt nur Wasser und Medikamente. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob der auch Essen hat, ob die auch Essen haben. Spectre, das kennen wahrscheinlich alle mittlerweile, machen Schusswaffen, Granaten, Anbauteile, alles was für unsere Gefechte vonnöten ist. Merchant of Death ist halt der DLC-Händler, hatte ich in dem Shopping-Video auch, glaube ich, mal erwähnt nebenher. Da kriege ich halt alle DLC-Waffen, die ich mir gekauft habe. Und bei Marek machen wir unseren Bunker. Da haben wir auch aktuell nicht viel. Wir kriegen noch keine Experience, wir kriegen da nur Geld für. Okay. So, jetzt kann ich mich natürlich entscheiden. Ich möchte jetzt zum Beispiel Jiri leveln oder ich nehme jetzt mal Spectre, weil ich habe jetzt das Bedürfnis, ich möchte, Spectre habe ich aktuell auf Level 2, ich möchte ihn auf Level 3 haben. Und dann suche ich mir halt eine entsprechende Mission aus, töte 15 Phoenix mit Submachine Gun. Okay. Habe ich jetzt gerade hier nicht drin, ich kann die eine mal rauslöschen. Klicken wir die an. Okay. Wenn ich das also hingekriegt habe, bekomme ich habe keinerlei Beschränkungen, bekomme ich 1200 Experience und 1500 Korunas. Also wir können auch Geld verdienen damit. Ne? Es ist jetzt nicht so die Welt, aber es ist möglich. So. Jetzt schließe ich diese Mission ab und bekomme auf meine Reputation, weil das ist ja schön, Reputation und Experience ist ja hier im Endeffekt das gleiche, bekomme ich 1200 draufgeschrieben, dann wäre ich also bei 58.200 und ich bekomme Geld. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, ob die Korunas auch hier auf die Korunas gerechnet werden, weil das ist eigentlich ein Mindestumsatz, den man bei dem Händler gemacht haben muss. Also wenn ich jetzt von Level 2 auf Level 3 kommen muss ich A, die 75.000 erfüllen und B, muss ich mindestens 400.000 Korunas Umsatz wohlgemerkt gemacht haben. Heißt, verkaufen und kaufen. Also ich kann jetzt zu Spectre hingehen, kann mir im Endeffekt die ganzen Waffen kaufen die ganze Zeit, wird drauf gerechnet. Oder ich verkaufe an Spectre die ganzen Waffen. Wo er bei Spectre natürlich generell schon den besten Preis gibt. Wenn ich jetzt Minty zum Beispiel leveln möchte, dann müsste man Rüstungen verkaufen. Das machen die wenigsten. Da verkaufe ich zum Beispiel immer die Benzinkanister hin, weil es gibt bestimmte Items wie den Benzinkanister oder den Wasserfilter, die bei allen das gleiche erzeugen. Also kann man im Endeffekt
Okay, ich level den auch nicht. Ich verkaufe aber schon mal Benzinkanister dahin leere. Kann ich auch einmal zeigen. Kurz die kleine Abschweifung. Haben nämlich eben mal nachgefüllt. Und kann natürlich dann einfach sagen, okay, ich brauche mein Mindestgeld und ich kriege bei allen das Gleiche. Das Gleiche gilt auch mit diesem Taxi Sunseed Produkt, also das, was wir ernten aus den Pflanzen. Wir kriegen wir überall 4.800 für, wohingegen wir, wenn wir die Spritzen verkaufen, wir nur bei Tabor Hospital den Maxpreis kriegen. Also wenn ich natürlich jetzt sagen möchte, ich möchte Spectre leveln, ich habe diese 400.000 nicht, kann ich dem aber das Pflanzenprodukt verkaufen und damit Geld machen. Ich habe es gestern getan, das waren mal eben 135.000, die ich gemacht habe, über dieses Pflanzenprodukt, weil ich mir dann auch gesagt habe, ich habe genug Pens, ich mache mir jetzt die Arbeit nicht, dafür habe ich nicht genug Spielzeit leider. So, verkaufen wir mal kurz an Spectre. So. Ja, jetzt habe ich natürlich schon, vorneweg, jetzt habe ich hier schon 8 Millionen stehen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe den Vibe angefangen mit 7,75 Millionen bei jedem Händler. Ja, also, ich habe, glaube ich, an alle schon was verkauft, weil ich gerne den Max-Preis verkaufe. Aber ich hatte im Endeffekt schon, weil ich auch ein paar Vibes gespielt habe vielleicht. Ich gehe aber davon aus, dass sie das ändern und überarbeiten werden. So, wozu das Ganze jetzt? Ja, ich schalte mit Trader-Level frei und dadurch kriege ich halt Zugriff auf neue Optionen. Was zum Beispiel bei uns in meiner Spielgruppe ein ganz großes Thema ist, anfangs immer panzerbrechende Munition. Jetzt spielen viele, die ich kenne, von meinen Bekannten, aber auch generell Jiri, weil, wie ich gerade gesagt habe, der hat alles, einschließlich Munition. Jetzt hat er aber nur bestimmte Missionstypen. Viele ist Überlebe oder Töte. Jetzt macht es erstmal Sinn, sich die Missionen zu nehmen, die zu einem Spielziel passen. Bin ich jetzt anfangs nicht so gut, ist es vielleicht interessant, einfach zu sagen, ja, ich möchte aber einfach nur mal lebend rauskommen. Ohne irgendwelche Beschränkungen. Weil hier haben wir eine schöne, ich möchte lebend rauskommen, also ich möchte 5 Raids abschließen, ohne zwischendurch mal zu sterben. Gibt natürlich 10-fache an Erfahrung, macht es aber auch etwas schwieriger. Also da scheitern wir zwischendurch immer noch dran. Und das Ganze ist, diese Missionen sind immer kumulativ. Also Complete 5 Raids, Complete 10 Raids, beide anwählen. Minty Tentacles, Complete 5 Raids. Haben wir vielleicht irgendwo anders noch, aber dann kann ich schon, indem ich einen Raid abschließe, bei 3 Missionen mir einen Erfolg verbuchen. Was mich natürlich voranbringt. Und gerade am Anfang spielt entspannte Sachen, die nicht so viel bringen, und findet euren Flow, euren Workflow, weil das ändert sich. Man kriegt Erfahrungen, man wird besser und auf einmal merkt man, ja okay, ich habe jetzt in dem Raid vielleicht mehr Spieler als Phoenixe getötet. Vielleicht sollte ich dann doch mal mir die Mission mit Töte Spieler angucken. Ja, also was ich ganz gerne mache, was ich gerade eben rausgelöscht hatte, deswegen die Phoenixe mal raus. Töte 10 Spieler mit Assault Rifle. Auch keine Begrenzung drauf. Assault Rifle, also Sturmgewehre, ist so ziemlich alles, was wir benutzen, wenn wir nicht explizit auf Scharfschützengewehre im Bolt Action Rifle gehen. Also das wäre auch nur die AWM. Ansonsten sind es halt die ganzen Erste Weltkriegskarabiner und Zweite Weltkriegskarabiner. Das LMG, das wäre nur die Bar und die XM vom Kollektor. Also ich versuche mir meine Mission immer sehr breit gefächert aufzubauen, dass ich dann ohne große Probleme nebenher leveln. Auch da kumulativ. Es gibt zum Beispiel eine, die ist hier drin. Töte 25 Spieler. Es ist egal mit was. Die habe ich seit dem ersten Tag drin. Die habe ich auch schon mehrfach abgeschlossen. Und generiere dadurch einfach schon mal mein Spectre-Standing. Obwohl ich mich anfangs erstmal auf Munition konzentriert habe. Weil man nimmt sich dann diese Mission mit, steht dann oben. Und dann macht man sich 4 andere in anderen Kombinationen. Aber das ist ja so ein Thema, irgendwann hat man immer einen Spieler vor der Flinte und dann wird das auch gezählt. Und da ist die Belohnung auch ganz gut. Jetzt gibt es natürlich auch nochmals als Vergleich, tötet 10 Spieler in 7 Leben.
Okay, ich darf also maximal 7 Mal sterben. Das ist aber auch eigentlich machbar, wenn man ein bisschen Übung hat. Man sieht, natürlich ist die Belohnung eigentlich höher in Relation. Aber auch da, fangt klein an und macht in Ruhe. Von mir noch ein Gedanke oder zwei. Und dann bin ich ja eigentlich auch schon mit durch. Ich habe die Nuclear Knight Edition mir gekauft. Heißt, nach dem Wipe bin ich bei allen Händlern auf Level 2. Serienmäßig. Was mir zum Beispiel ermöglicht, bei Jiri Mandarinen zu kaufen. So, jetzt ist die Mandarinen, die Wahl an Lebensmitteln, habe ich nebenbei mal erwähnt gehabt, wo ich drauf schwöre. Ich bin relativ kostengünstig, flexibel und. Mache ich, glaube ich, nochmal ein separates Video zu. Und dann könnte ich den jetzt weiterleveln für die AP-Munition. Ich bin aber dieses Mal über Shiro Ammunition gegangen, weil ich der Meinung bin, dass man diese Missionen schneller machen kann. Weil es sind so Aufgaben, töte 15 Pfennigs mit Munitionstypen. Full Metal Jacket sind die Standardmunitionen, die man in jeder Waffe findet. In jedem Raid, ich mache einen Naked Run, ich hebe eine Waffe auf, die ist mit Full Metal Jacket geladen. Es ist egal, was für eine Waffe es ist. Ich töte einen Phoenix, ich kriege Erfahrungspunkte. Jetzt ist das halt interessant, wenn man Shiro schon auf Level 2 freigeschaltet hat. Wenn man jetzt anfängt und hat alles auf Level 1 und ich level Jiri, weil ich die Mandarinen haben möchte und habe den schon auf Level 2, ja, dann ziehe ich den natürlich auch auf Level 3. Dann gehe ich da gar nicht dran, sonst habe ich ja die doppelte Arbeit. Na? Also im Grunde, lest euch die Sachen in Ruhe durch und überlegt, was zu eurem Spielstil passt. Und ab und zu auch mal hinterfragen oder ausprobieren, aber im Grunde macht es in Ruhe. So. Und das ist auch jetzt erstmal der jetzige Stand. Ne? Wenn es jetzt ein neues Missionssystem kommen soll, was angekündigt ist von Combat Waffle, dann wollen die, oder habe ich auch gehört, dass die damit die Missionen PvE-lastiger machen wollen. Also es werden dann wohl auch so Missionen mit, bring mir 3 Hacking-Devices, bring mir, ich sag's jetzt einfach mal, irgendein Streamer-Item und so muss man dann abliefern. Und das wird auch, so wie ich das gehört habe, Map-basiert sein. Das heißt, erledige die Phoenix auf der und der Map, damit die Spielerpopulation so ein bisschen auf die verschiedenen Maps verteilen. Das wird auch nochmal interessant, wenn die Leute dann auch aus ihrer Komfortzone rauskommen müssen. Ich selber habe das Problem auch immer, weil ich viele Island spiele, aber mich jetzt auch mal an Underground oder an andere Maps ranwage, einfach um mich selber auch besser zu machen. Ne? So, jetzt habe ich es wieder gesagt, egal. Mir fällt jetzt gerade nichts dazu ein. Wenn ich was vergessen haben sollte, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren nochmal darauf Hinweise geben. Ich habe für mich meine Kombi immer relativ entspannt, dass ich wenig mit Raid-Begrenzungen spiele. Weil hast du mal einen Raid oder 2, wo wenig los ist oder ein Neuling dabei, wo du jetzt nicht in volle Gefecht gehst und du hast dann so eine Mission mit töte 10 Spieler in 3 Raids. Ja, dann ist der eine Raid du hast keinen Spieler gesehen. Ärgerlich. Ich gehe ganz gerne die mit Toden, also hier, ne, es gibt auch bei Spectre einen töte 5, ohne 3-mal zu sterben. Ist auch machbar, man hat auch mal einen guten Raid, wo man 3-4 Spieler erwischt. Später. Da sind das alles machbare Sachen. Aber jetzt gerade Spieler, Phoenix. So, und da auch wieder mit Sturmgewehr, was ich immer spiele, und hier generell mit irgendwas. Und ich habe einfach nebenher ein bisschen Erfahrung laufen. Und man ist nicht der Schnellste, man kommt konstant voran. Ja. So. Und schon wieder. Sehr gut. Ja, falls ihr nochmal Anregungen, Gedanken habt, wie gerade schon erwähnt, in die Kommentare. Oder wie ich mir meine Sprechgewohnheit abgewöhnen kann, auch gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten mache ich nachher noch ein Video zur Munition. Einfach mal nachladen. Ich hatte ein schönes Feedback auf Facebook und ich gehe auch mal grob auf die Kaliber ein. Was gibt es, warum gibt es das und ins Detail gehen werde ich jetzt nicht, wie sich das aus welchen Kriegen entwickelt hat. Ein paar Sachen davon weiß ich.
Aber kurz die Unterscheidungen und was die Stärken und Schwächen sind, werde ich dann mal erwähnen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Geduld.